Jade Jenks, geboren in Kalifornien, wuchs bei ihrem leiblichen Vater auf, der seit ihrer Kindheit ihr einziger Vormund war. Er bot ihr Stabilität, Fürsorge und Unterstützung. Die Beziehung zu ihrer Mutter war schwierig und unregelmäßig. Diese kämpfte mit Abhängigkeitserkrankungen und psychischen Problemen und konnte Jade nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken. Trotzdem versuchte Jade, den Kontakt aufrechtzuerhalten und besuchte sie gelegentlich. Als Jade 14 Jahre alt war, lernte ihre Mutter Tom Marmon kennen, der später ihr Ehemann und für Jade ihr Stiefvater wurde. Tom war älter, hatte einen festen Job und machte einen verantwortungsbewussten Eindruck. Als ihr gemeinsamer Sohn Cash geboren wurde, entwickelte Jade eine tiefe Zuneigung zu ihrem Bruder und wollte so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen. Anfangs war Tom für sie lediglich der neue Partner ihrer Mutter, ohne irgendeine väterliche Rolle einzunehmen. Ihre Kommunikation war formell und oberflächlich, doch mit der Zeit entstand durch Gespräche und gegenseitigen Respekt eine Verbindung zwischen ihnen. Tom bezeichnete Jade stets als seine Tochter. Als Jades Mutter wegen eines Zusammenbruchs Cashs ersten Schulmorgen verpasste, wurde Jade klar, dass sie eingreifen musste. Sie traf die mutige und bewusste Entscheidung, zu Tom und Cash zu ziehen, um einen Teil der Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Von diesem Moment an wurde Jade Jenks zur vollwertigen Haushälterin in Toms Haus. Sie kümmerte sich um die Reinigung, führte den Haushalt und sorgte für ihren jüngeren Bruder, wobei sie im Grunde genommen die Rolle ihrer Mutter übernahm, die sich sowohl körperlich als auch emotional zunehmend zurückzog. Das gemeinsame Überwinden von Schwierigkeiten brachte Jade und Tom einander näher. Gemeinsam bewältigten sie Haushalts- und Familienprobleme, die durch das zunehmend unangemessene Verhalten ihrer Mutter verursacht wurden. Diese Partnerschaft stärkte ihre Bindung. Später, als ihre Mutter verhaftet wurde, blieb Jade bei Tom und ihrem Bruder Cash wohnen. Sie zogen in ein neues Haus, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Zu diesem Zeitpunkt war Jade knapp über 20 Jahre alt. Sie übernahm die volle Verantwortung für ihren Bruder und führte weiterhin den Haushalt. In vielerlei Hinsicht lebte Jade Jenks seit ihrer Kindheit zwischen zwei Welten. Die eine war geprägt von der unerschütterlichen Liebe und Fürsorge ihres leiblichen Vaters, in der anderen musste sie erwachsene Pflichten übernehmen und eine Familie zusammenhalten, die auseinanderbrach. Tom wurde zu ihrem Anker in dieser unvorhersehbaren Realität und ihre Beziehung entwickelte sich zu einer Verbindung, die auf tiefem Vertrauen beruhte. Tom Marmon, ein 64-jähriger Einwohner der Küstenstadt Solana Beach im Bezirk San Diego, hatte einen makellosen Ruf und war für seinen geordneten Lebensstil bekannt. Er hatte 3 leibliche Söhne, sagte jedoch oft, dass er 4 Kinder habe. Er bezeichnete Jade Jenks stets als seine Tochter, obwohl sie nicht blutsverwandt waren. Tom arbeitete viele Jahre lang im Palmenanbau, wechselte jedoch im Jahr 2011 seine Tätigkeit. Zusammen mit einem Gleichgesinnten gründete er eine Schmetterlingsfarm, die sich auf den Verkauf von Pflanzen spezialisierte, die Schmetterlinge in Gärten anlocken. Das Geschäft war erfolgreich, insbesondere während der Pandemie, als die Menschen mehr Zeit zu Hause verbrachten und sich verstärkt für Gartenarbeit interessierten. Aus geschäftlicher Sicht schien für Tom alles perfekt zu sein. Er wurde als Mensch respektiert, der sich leidenschaftlich für seine Arbeit engagierte, der Natur verbunden war und sich um jede einzelne Pflanze auf seiner Farm mit großer Sorgfalt kümmerte. Die Kunden äußerten sich sehr positiv über ihn und seine Kollegen bewunderten seine Professionalität. Doch sein Privatleben erzählte eine ganz andere Geschichte. Tom hatte ernsthafte Gesundheitsprobleme. Jahrelanger Alkoholmissbrauch hatte seine Leber und sein Herz stark geschädigt. Obwohl er äußerlich gefasst und tatkräftig wirkte, stand er ständig unter ärztlicher Beobachtung und nahm starke Medikamente ein. Ende 2020. Nach einer Augenoperation, die sein Sehvermögen vorübergehend verschlechterte, stürzte Tom und verletzte sich. Deshalb musste er für kurze Zeit in einem Rehabilitationszentrum bleiben. Während dieser Zeit übernahm Jade Jenks vollständig alle Aufgaben im Haushalt. Sie kam regelmäßig vorbei, um Ordnung zu halten und sich auf Toms Rückkehr vorzubereiten. Sie wusste, dass er nach seiner Entlassung allein nicht zurechtkommen würde. Nach dem Umzug in das Haus ihrer Mutter begann Jade, sich aktiv am Familienleben zu beteiligen. Ihr Alltag mit Tom wurde zur Routine. Die Rollen waren klar verteilt.
Er sorgte für den finanziellen Unterhalt und war gelegentlich zu Hause, während Jade sich um nahezu alles im Haushalt kümmerte, ihn unterstützte und alle familiären Angelegenheiten regelte. Unter dieser äußeren Stabilität baute sich jedoch langsam eine innere Spannung auf. Mit der Zeit begann Jade zu verstehen, dass sie zu viel auf sich nahm. Sie übernahm fast alle häuslichen Pflichten, während Tom sich immer mehr zurückzog. Obwohl er der Vater ihres jüngeren Bruders war, kümmerte sich Jade um alle seine täglichen Bedürfnisse, was sie erschöpft und gekränkt zurückließ. Sie fühlte sich wie eine Nebendarstellerin. Von ihr wurde stets Hilfe erwartet, doch niemand fragte sie jemals, wie sie sich selbst fühlte und was sie brauchte. Besonders verletzt war Jade durch Toms Bemerkungen über ihren leiblichen Vater. Sie hatte immer eine sehr enge Beziehung zu ihm gehabt. Er gab ihr ein Gefühl der Stabilität, zog sie liebevoll auf und unterstützte sie jederzeit. Tom hingegen machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen ihn. Er erniedrigte ihren Vater offen und verglich sich ständig mit ihm, um sich selbst in einem besseren Licht darzustellen. Jade hatte das Gefühl, dass er versuchte, ihren Vater nicht nur im Haus, sondern auch in ihrem Bewusstsein zu ersetzen. Sie nahm diese Kommentare sehr persönlich, als Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber ihrem Vater und ihr selbst. In ihr wuchs ein Gefühl der Unruhe. Jade begann sich zu fragen, wo überhaupt ihre persönlichen Grenzen lagen. Sie wollte nicht weggehen. Ihr Bruder war noch klein und brauchte sie, besonders in Abwesenheit ihrer Mutter. Doch der Gedanke, weiterhin in einem Umfeld zu leben, in dem ihre Gefühle ignoriert wurden, wurde immer unerträglicher. Ihr Beitrag zur Familie wurde als selbstverständlich angesehen, ohne Dankbarkeit, ohne Anerkennung. Schließlich entschied sich Jade, wegzuziehen. Der Umzug war ein Wendepunkt für sie. Zum ersten Mal seit vielen Jahren konnte sie sich ganz auf sich selbst konzentrieren. Sie richtete ihre ganze Energie auf ihre berufliche Entwicklung und die Gestaltung ihres eigenen Lebens. Sie brach den Kontakt zu Tom und ihrem Bruder nicht vollständig ab, doch ihre Kommunikation wurde selten und formell. Die Verbindung zu ihrem Bruder blieb stark, aber zu Tom hielt sie bewusst Abstand. Die Jahre vergingen, und es schien, als sei dieses gemeinsame Kapitel ihres Lebens still zu Ende gegangen, doch dann nahm das Leben ganz zufällig eine seltsame Wendung. Jade kaufte ein Haus in derselben Straße, in der Tom wohnte, nur wenige Häuser von ihm entfernt. Es war ein unerwarteter Zufall, doch genau dieser führte zu einer langsamen Wiederannäherung. Zunächst beschränkte sich alles auf kurze Gespräche auf der Straße, dann folgten Einladungen zum Abendessen. Mit der Zeit entwickelte sich ihre Beziehung wieder zu etwas scheinbar Stabilem. Von außen betrachtet schienen Jade und Tom ein enges Verhältnis zu haben. Es war keine Spannung zu spüren. Er schien aufrichtig dankbar für ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge zu sein, insbesondere angesichts seiner sich verschlechternden Gesundheit. Trotz der vergangenen Kränkungen zeigte Jade keinen Zorn und kein Unverständnis für die alten Konflikte. Es schien, als hätten sie es geschafft, das Vertrauen wiederherzustellen und eine reife, stabile Beziehung aufzubauen. Jades wahre Motive blieben jedoch unklar. Sie kehrte zu ihrem früheren Kommunikationsmuster zurück, jedoch ohne die frühere Herzlichkeit und Offenheit. Ihr Verhalten glich eher der Erfüllung von Pflichten als einem aufrichtigen Versuch, die Verbindung wiederherzustellen. Sie war höflich und aufmerksam, hielt jedoch emotionalen Abstand. Einerseits war sie wieder in Toms Haus, andererseits hatte sie nicht mehr das Gefühl, zu ihm zu gehören. Ihre Kommunikation blieb scheinbar ausgeglichen, doch das war nur eine Illusion von Harmonie. Und genau unter diesen Umständen nahm die Geschichte eine radikale Wendung. Ende 2020, während Tom sich im medizinischen Zentrum erholte, putzte Jade sein Haus. Als sie den Staub vom Tisch wischte, stieß sie versehentlich gegen den Computer. Dieser befand sich im Ruhemodus und schaltete sich plötzlich ein. Was sie auf dem Bildschirm sah, erschütterte sie bis ins Mark. Es war ein intimes Foto von ihr, auf dem sie völlig nackt zu sehen war. Genau das Foto, das sie einst vertrauensvoll an ihren ehemaligen Partner geschickt hatte. Zunächst versuchte Jade, eine logische Erklärung zu finden. Vielleicht ein Fehler, vielleicht ein Irrtum. Doch schnell wurde klar, dass es kein Zufall war. Das Foto war absichtlich als Desktop-Hintergrund eingestellt worden und nahm den gesamten Bildschirm ein. Es war eine bewusste Handlung und kein technischer Fehler. Sie erstarrte
und wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Im Haus des Mannes, dem sie einst vertraut hatte, wurde sie mit einer schockierenden Verletzung ihrer Privatsphäre konfrontiert. Dieser Moment war ein Wendepunkt, der ihre Wahrnehmung von Tom für immer veränderte. Anstatt das Haus zu verlassen, blieb Jade, fassungslos, aber getrieben von dem Bedürfnis zu verstehen. Sie schaltete den Computer ein und begann, die Dateien zu durchsuchen. Äußerlich ruhig war sie innerlich von einem wachsenden Gefühl des Entsetzens erfüllt. Als sie den Dateimanager öffnete, bemerkte sie schnell mehrere versteckte Ordner, die alle mit einem Passwort geschützt waren. Zu ihrem Entsetzen funktionierte eines der Passwörter. Es war der Spitzname eines ihrer Haustiere. Darin befanden sich Hunderte von Fotos von ihr, nach Jahren sortiert. Es waren keine zufälligen Aufnahmen. Sie waren ohne ihr Wissen gemacht worden. Im Badezimmer, im Schlafzimmer, in Momenten, in denen sie sich umzog oder einfach nur zu Hause entspannte. Das war mehr als beunruhigend. Es zerstörte ihr Gefühl von Sicherheit. Jedes neue Foto verstärkte ihren Schrecken. Einige waren offensichtlich mit einer versteckten Kamera aufgenommen worden, möglicherweise mit Überwachungsgeräten, die im Haus installiert gewesen waren. Auf den ersten Blick hätte man meinen können, es handele sich um zufällige Bilder aus dem Internet, doch Jade wusste es besser. Sie erkannte sich sofort wieder. Ihre Pyjamas, die Einrichtung ihres Zimmers, ihren Gesichtsausdruck, ihre Körpersprache in alltäglichen Situationen, die niemand sehen sollte. Jade begann, die Dateien eine nach der anderen zu löschen. Sie öffnete jeden Ordner, jeden Unterordner und überprüfte, ob es Duplikate oder Sicherungskopien gab. Doch mit jedem gelöschten Bild kam die quälende Erkenntnis, dass dies nichts war, was man einfach aus dem Gedächtnis löschen konnte. Sie suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, alles vollständig und für immer zu vernichten. Und dann fand sie eine externe Festplatte. Sofort wurde ihr klar: möglicherweise befand sich hier der größte Teil des Archivs. Als sie anschloss, fand sie dieselbe Ordnerstruktur vor, doch es gab noch mehr Dateien. Jade löschte alle Bilder und entfernte anschließend die Festplatte physisch aus dem Computer. Sie schlug mehrfach mit einem schweren Gegenstand darauf ein, bis das Gehäuse zerbrach. Sie wickelte die Festplatte in Handtücher und warf sie in einen Mülleimer auf der Straße. Erst als sie sich vergewissert hatte, dass die Daten nicht mehr wiederhergestellt werden konnten, kehrte sie ins Haus zurück und sank auf den Boden, unfähig zu begreifen, was sie als nächstes tun sollte. Was sie für ihre Familie gehalten hatte, stellte sich als etwas völlig anderes heraus. Es war der Zusammenbruch all dessen, woran sie geglaubt hatte, die Zerstörung der Grundlagen, auf denen ihr Leben aufgebaut gewesen war. Ein Gedanke beschäftigte sie unaufhörlich. Wenn Tom herausfände, dass sie die Fotos entdeckt und vernichtet hatte, würde er ihr niemals vergeben. Jade war sich sicher, dass er zu allem fähig war. Sie zweifelte nicht daran, dass er zu extremen Maßnahmen greifen würde. Sie erinnerte sich an sein früheres Verhalten, daran, wie Kontrolle und Strenge als Fürsorge getarnt worden waren. Damals hatte sie das als Schutz verstanden. Die Abende wurden zu einer ständigen Anspannung. Um ihre Angst irgendwie in den Griff zu bekommen, bedeckte Jade ihr Bett mit einem Stück Plastikfolie, das sie in Toms Garage gefunden hatte. Das war irrational, ein verzweifelter Versuch, sich rein und sicher zu fühlen. Sie konnte nicht mehr einschlafen, wenn sie nicht vollständig angezogen war, das Licht brannte und sie ein Messer in der Hand hielt, das sie die ganze Nacht fest umklammerte. Realität und Angst verschmolzen miteinander. Die Erschöpfung brachte keine Erleichterung. Die Paranoia wurde nur noch stärker. Der Gedanke, dass Tom erfahren könnte, dass sie alles aufgedeckt hatte und was sie getan hatte, wurde zu ihrer größten Angst. Ihr Leben verwandelte sich in eine ständige Bereitschaft zum Schlag. Körper und Geist befanden sich in einem Zustand dauerhafter Kampf- oder Fluchtbereitschaft. Die bedrückende Mischung aus Zweifeln, Panik, Ekel und Angst wurde unerträglich. Der psychische Druck erreichte einen Punkt, an dem das rationale Denken zu versagen begann. In diesem labilen Zustand begann Jade, ihre weiteren Schritte zu planen. Von Angst erfasst, erkannte Jade, dass sie das allein nicht schaffen würde. Sie wandte sich an einen Mann, den sie nur ein einziges Mal auf einer Party getroffen hatte. Sie waren keine Freunde. Es gab kein Vertrauen, nur vage Erinnerungen und eine Telefonnummer. Sie schickte ihm eine kurze Nachricht ohne Erklärung. Ich brauche Hilfe.
Weder eine Stunde später noch am nächsten Tag kam eine Antwort. Er hatte die Nachricht gelesen, aber nicht geantwortet. Dieses Schweigen verstärkte nur ihr Gefühl der Isolation. Niemand wusste, was in ihr vorging. Der Einzige, an den sie sich gewandt hatte, hatte entweder Angst oder wollte sich einfach nicht einmischen. Jade war wieder allein mit ihren Gedanken, und davon hatte sie viel zu viele. Sie überlagerten sich, prallten aufeinander und machten ihr Angst. Sie ging in einen Haushaltswarenladen. Ihr Korb war voll mit Dingen, die sie sich selbst niemals kaufen würde. Medikamente, die einschläfernd wirken konnten, ein Seil, ein Duschvorhang, Handschuhe. Ihr Herz schlug wie wild. Der Kassierer warf ihr einen neugierigen Blick zu, stellte aber keine Fragen. Sie bezahlte schnell und fuhr davon. Am Morgen des 31. Dezember holte Jade Tom aus dem Rehabilitationszentrum ab. Trotz seiner Schwäche und eines jüngsten Vorfalls, bei dem er sich selbst verletzt hatte, entließen die Ärzte ihn auf eigene Verantwortung. Jade half ihm, seine Sachen zu packen und fuhr ihn nach Hause. Auf dem Weg und auch zu Hause stützte sie ihn. Er war zu schwach, um sich selbstständig fortzubewegen. Zu Hause angekommen, bereitete sie ihm einen bequemen Platz im Schlafzimmer im Erdgeschoss vor. Sie stellte Wasser, Medikamente und Kissen bereit. Alles sah nach Fürsorge aus, aber Jade war bereits bereit. Der Plan stand fest. Zusammen mit der Entlassung wurde Tom ein starkes Schlafmittel verschrieben. Da sie dessen Wirkung kannte, insbesondere in hohen Dosen, gab Jade ihm unter dem Vorwand, ihm zur Erholung zu verhelfen, mehrere Tabletten. Tom nahm sie ohne Fragen ein. Jade beobachtete, wie das Beruhigungsmittel wirkte. Seine Sprache wurde undeutlich. Seine Bewegungen verlangsamten sich und nach weniger als einer Stunde konnte er nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Sein Blick wurde leer, seine Atmung schwer. Er war noch am Leben, aber völlig hilflos. Jade saß neben ihm und beobachtete ihn ruhig, ohne sichtbare Angst oder Emotionen, und war sich bewusst, wie schutzlos er geworden war. Als Tom fast gar nicht mehr reagierte und zu schwer wurde, um ihn allein zu bewegen, wurde Jade klar, dass sie körperliche Hilfe brauchte, um ihn von der Veranda zurück ins Haus zu tragen. Sie begann, Leute anzuschreiben. Der erste war ein Mann, mit dem sie einmal eine kurze Affäre gehabt hatte. Sie schrieb ihm einfach: »Kannst du mir helfen, meinen Stiefvater ins Haus zu tragen? Es geht ihm schlecht.« Er kam schnell, aber als er Tom sah, schlaff, fast bewusstlos, erstarrte er. Er spürte sofort, dass die Situation ungewöhnlich war. Jade beharrte: »Hilf mir einfach, ihn reinzutragen.« Das war alles. Der Mann berührte Tom, spürte seine Leblosigkeit und trat, ohne ein Wort zu sagen, zurück und ging. Er antwortete nicht mehr auf ihre Nachrichten. Dann kontaktierte Jade einen anderen Bekannten, jünger und naiver. Sie sagte, sie brauche Hilfe im Haushalt, doch als er ankam und den fast bewegungslosen Mann auf dem Boden sowie Jades distanziertes Verhalten sah, wuchs seine Unsicherheit. Auch er lehnte es ab, zu helfen und sagte, dass ihm die Situation seltsam vorkomme und er gehen müsse. Beide Männer hatten das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, aber keiner von ihnen rief den Krankenwagen und meldete den Vorfall. Sie gingen einfach weg und ließen Jade mit ihrer Entscheidung und Tom, der noch am Leben war, allein. Sein Atem war flach und angestrengt. Sein Bewusstsein schwand. Er konnte weder sprechen noch sich bewegen, aber er war immer noch da, lebendig, in seinem sterbenden Körper. Jade blieb allein mit Tom zurück, der nun völlig bewegungsunfähig war. Sie handelte nicht sofort. Stunden vergingen, nachdem sie ihn zurückgeschleppt hatte. Er lag auf dem Boden, während sie um ihn herumging, unfähig, eine endgültige Entscheidung zu treffen, aber längst über den Punkt hinaus, an dem es kein Zurück mehr gab. Spät in der Nacht stülpte sie ihm eine Plastiktüte über den Kopf. Er wehrte sich nicht. Jade stand daneben und beobachtete schweigend, wie sein Atem langsamer wurde. Dann zog sie, ohne ein Wort zu sagen, die Schnur um seinen Hals fest. Alles geschah in völliger Stille. Tom bewegte sich nicht mehr. Am nächsten Morgen legte sie die Leiche in ihr Auto, wickelte sie in ein Tuch, band es fest zu und schob es auf den Rücksitz. Das Auto stand mehrere Stunden lang mit geschlossenen Fenstern in der prallen Sonne. Jade blieb im Haus und wusste nicht, was sie als nächstes tun sollte. Ihr Telefon blieb stumm. Niemand suchte nach Tom.
Es herrschte eine unheimliche Stille. Am Abend schleppte sie die Leiche in den Hof. Dort lagen alte Kartons, Gerümpel und Dinge herum, die seit Jahren niemand mehr angerührt hatte. Vorsichtig legte sie die Leiche in eine Ecke, schob sie zwischen die Kisten und bedeckte sie mit Müll. Alles wurde so arrangiert, dass es keine Aufmerksamkeit erregte. Dann kehrte sie ins Haus zurück und schloss die Tür ab. Ein ganzer Tag verging. Jade verließ das Haus nicht. Sie ignorierte Anrufe und Nachrichten und tat so, als wäre nichts geschehen. Niemand stellte Fragen. Von außen sah es so aus, als wäre Tom einfach verschwunden. Weitere Tage vergingen. Tom meldete sich nicht und kehrte nicht in die Reha-Klinik zurück. Zunächst schlug das Personal keine Alarmglocken. Solche Verzögerungen kamen manchmal vor. Aber am 3. Tag begann die Unruhe zu wachsen. Am 5. Tag nach seinem Verschwinden rief Jade selbst die Polizei an. Mit ruhiger Stimme erklärte sie, dass sie auf einen Freund der Familie aufgepasst habe, der nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus einige Stunden bei ihr zu Hause verbracht habe, dann aber gegangen sei und nicht zurückgekommen sei. Sie äußerte sich besorgt um sein Wohlergehen und sagte, sie habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Dieser Anruf leitete offiziell die Ermittlungen zum Verschwinden einer Person ein. Die Beamten kamen noch am selben Tag. Jade empfing sie an der Tür, höflich, aber sichtlich angespannt. Sie wiederholte ihre Geschichte. Eine flüchtige Inspektion des Geländes und ein oberflächlicher Blick ins Haus ergaben keinen Verdacht. Und es gab keinen rechtlichen Grund für eine Durchsuchung. Jade beschrieb, was Tom getragen hatte und gab seine Kontaktdaten an. Am nächsten Tag teilten Mitarbeiter des Rehabilitationszentrums der Polizei jedoch mit, dass Tom wichtige Dokumente und Medikamente nicht mitgenommen hatte und sein Telefon seit mehreren Tagen nicht funktionierte. Dies verstärkte den Verdacht. Die Polizei besuchte Jade erneut und diesmal verlief das Gespräch anders. Ihre bisherige Selbstbeherrschung begann zu bröckeln. Während des Verhörs begann sie, sich in ihren Aussagen zu verheddern. Auf die Frage nach ihrer jüngsten Kommunikation mit Tom erklärte sie, dass sie ihre Korrespondenz gelöscht habe, um dieses Kapitel abzuschließen. Diese Aussage machte die Ermittler sofort misstrauisch. Am nächsten Morgen kehrte die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl zurück. Mit der gerichtlichen Genehmigung begannen die Strafverfolgungsbehörden mit einer detaillierten Durchsuchung von Jades Haus und dem angrenzenden Gelände. Die erste Untersuchung brachte wenig Ergebnisse. Keine sichtbaren Spuren von Gewalt, keine Spuren eines Kampfes, keine Blutflecken. Jade, die erschöpft wirkte, beantwortete die Fragen ruhig und knapp und behauptete, sie wisse nicht, wo Tom verschwunden sei. Der mit Kartons und Bauschutt übersäte Hinterhof erregte zunächst keine besondere Aufmerksamkeit. Die Ermittler nahmen die Unordnung zur Kenntnis, gingen jedoch weiter, ohne das Grundstück genauer zu untersuchen. Auch weitere Suchmaßnahmen am selben Tag blieben erfolglos. Der nächste Schritt in der Untersuchung war die Sichtung der Aufzeichnungen der Überwachungskameras der Nachbarn. Auf einer der Aufzeichnungen sahen die Ermittler, wie in der Nacht von Toms Verschwinden ein Auto vor Jades Haus vorfuhr. Später wurde jemand gesehen, der einen in Stoff gewickelten Gegenstand aus der Garage trug. Die Qualität des Videos war schlecht, aber es reichte aus, um ernsthafte Verdachtsmomente zu wecken. Die Polizei kehrte mit der Hundestaffel zum Grundstück zurück. Die Hunde zeigten Unruhe im Hinterhof, was die Ermittler dazu veranlasste, einen Stapel Kisten und Planen, der in einer Ecke der Gasse gestapelt war, erneut zu untersuchen. Unter der Plane entdeckten sie den Rand eines Teppichs und darunter eine in Stoff gewickelte Leiche. Die Entdeckung der Leiche war ein Wendepunkt in dem Fall. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Jade im Haus. Die Beamten baten sie, herauszukommen. Zunächst tat sie so, als verstehe sie nicht, worum es ging. Als man ihr mitteilte, dass eine Leiche gefunden worden war, reagierte sie ungewöhnlich ruhig. Keine Panik, keine Tränen, nur angespanntes Schweigen. Der Tote wurde schnell als Tom Marman identifiziert. Obwohl sich die Leiche in einem frühen Stadium der Verwesung befand, stimmten die Kleidung und die körperlichen Merkmale überein. Der Gerichtsmediziner bestätigte, dass der Tod innerhalb eines Tages nach dem Verschwinden eingetreten war. Nun hatten die Ermittler nicht nur digitale Spuren, sondern auch materielle Beweise. Jades Haus wurde vollständig versiegelt. Ihre elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt und ihr Nachrichtenverlauf wiederhergestellt. Die Zeit des Vortäuschens war vorbei.
Ihr rechtlicher Status änderte sich von Zeugin zu Verdächtigerin. Jade wurde festgenommen und zur Polizeistation gebracht. Ihre erste Befragung fand in Anwesenheit eines Anwalts statt. Sie weigerte sich, eine Aussage zu machen. Sie behauptete, nicht zu wissen, wie Tom gestorben war, und bestand darauf, dass ihre Beziehung bis zum Ende gut gewesen sei. Während die Gerichtsmediziner Beweise sammelten, fiel den Ermittlern Jades Telefon auf. Eine kriminaltechnische Analyse ergab, dass sie in Nachrichten Bekannte gebeten hatte, ihr mit Tom zu helfen und ihn zurück ins Haus zu bringen. 2 Empfänger bestätigten, dass sie diese Nachrichten erhalten hatten und sagten aus. Der eine ging, weil er etwas Schlimmes ahnte, der andere weigerte sich, überhaupt auszusagen. In der Notiz-App auf Jades Handy fanden die Behörden eine beunruhigende Einkaufsliste. Handschuhe, Bleichmittel, Plastikfolie, Seil. Quittungen und Aufzeichnungen von Überwachungskameras bestätigten, dass diese Dinge nur wenige Tage vor Toms Tod gekauft worden waren. Eine weitere Analyse ihres Laptops ergab Suchanfragen zur Wirkung von Schlafmitteln, zu tödlichen Dosierungen und zu Methoden, um einen Menschen ohne sichtbare Spuren zu töten. Auf dem Teppich, auf dem die Leiche gefunden wurde, entdeckten die Kriminaltechniker Toms DNA sowie Fasern seiner Kleidung. Auf der Plastikfolie wurden Fingerabdrücke von Jade gefunden, obwohl sie jegliche Beteiligung bestritt. Die Daten ihres Telefons bestätigten, dass Jade Tom am Tag seines Todes aus dem Krankenhaus abgeholt hatte. Während der Fahrt verschickte sie mehrere Nachrichten, darunter eine, die zum zentralen Beweis der Anklage wurde: Ich habe ihn. Alles läuft nach Plan. Die äußere Untersuchung der Leiche ergab keine offensichtlichen Anzeichen eines physischen Kampfes. Die Autopsie zeigte jedoch deutliche Hinweise auf Ersticken sowie einen Schlafmittelspiegel, der die therapeutische Norm um ein Vielfaches überschritt. Der forensische Experte kam zu dem Schluss, dass sowohl chemische Sedierung als auch Ersticken die Todesursache gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler keinen Zweifel mehr. Toms Tod war kein Unfall. Nun konzentrierte sich der Fall auf eine vorsätzliche Tat, die sorgfältig geplant und umgesetzt worden war. Nach Abschluss der Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen Jade Jenks wegen vorsätzlichen Mordes 1. Grades. Der umfangreiche Fall umfasste digitale Beweise, Zeugenaussagen und Gutachten. Der Prozess zog die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Journalisten waren im Gerichtssaal anwesend. Die Protokolle der Verhöre wurden veröffentlicht und Jades Person wurde zum Gegenstand öffentlicher Debatten. Die Anklage stützte sich auf eine Vielzahl von Beweisen: Nachrichten, Einkaufsbelege sowie Handlungen vor und nach Toms Tod. Der Staatsanwalt erklärte, Jade habe Tom absichtlich in den Tod geführt und anschließend versucht, ihre Spuren zu verwischen. Die Verteidigung betonte hingegen, dass Jade selbst ein Opfer gewesen sei. Jahre emotionaler Ausbeutung durch Tom hätten sie in einen psychischen Ausnahmezustand und in tiefe Hoffnungslosigkeit getrieben. Die Anwälte von Youngs schlugen einen Deal mit der Justiz vor, ein teilweises Schuldbekenntnis im Austausch für eine Strafminderung und die Vermeidung einer lebenslangen Haftstrafe, doch die Staatsanwaltschaft lehnte das Angebot ab und bestand auf der Höchststrafe. Jade hielt ihr Schlussplädoyer. Sie sagte, dass sie sich für das Geschehene nicht schuldig fühle, jedoch bedauere, diese Beziehung nicht früher beendet zu haben. Die Entscheidung der Geschworenen beendete den mehrtägigen Prozess. Nach mehreren Tagen der Beratung fällte die Jury ein einstimmiges Urteil: schuldig in allen Anklagepunkten. Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse, der Beweise und der Zeugenaussagen verkündete der Richter das Urteil: lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung. In seinem Schlusswort stellte der Richter fest, dass Jade trotz ihrer persönlichen Traumata, emotionalen Belastungen und Schocks kein Recht gehabt habe, selbst Recht zu sprechen. Entscheidungen müssten im Rahmen des Gesetzes getroffen werden. Einige Monate später legte Jade Berufung ein, doch das Urteil blieb unverändert. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.